So, hallo. Ein kleines Update. Ich habe jetzt die Aga ziemlich genau 2 Monate. Da ist sie immer noch. Und es ist eine ganze Menge passiert seit dem letzten Monat. Und ich hoffe, ich vergesse nichts euch zu erzählen, weil ich habe nämlich auch noch was vergessen, was ziemlich bald passiert ist, nachdem ich sie gekriegt habe. Damit fange ich mal an. Ich habe lange immer beobachtet, dass meine rechte Schulter sich die immer so eingedreht halte. Habe ich immer versucht, die gerade zu drehen, aber automatisch war die immer so nach eingedreht. Also, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. So irgendwie. Und hat man auch an der ganzen Armhaltung gesehen. Also, das war so verdreht, irgendwie nach innen. Und eine Woche oder so, nachdem ich die Aga gekriegt habe, hat meine Schulter sich von alleine irgendwie, keine Ahnung, wie das zusammenhängt, keine Ahnung, ist nur meine Beobachtung, nach außen, also normal gedreht. Da war ich dann 2 Tage so verspannt da, weil irgendwelche Muskeln dann plötzlich aktiv geworden sind, die das nicht gewohnt waren. Ja, und jetzt, seitdem, ist meine Schulter ganz automatisch gerade, wie die andere. Irgendwie muss es mit meinem Biss zusammenhängen, der ja hier drüben immer Probleme gemacht hat und jetzt durch die Schiene und vor allem durch die Aufbauten entkoppelt ist vom Oberkiefer. Ja, was ich noch bemerkt habe, so vor 2 Wochen oder 3 vielleicht auch schon, vor 2 Wochen, dass meine Zunge wieder im Oberkiefer ruht, beziehungsweise das hat sie noch nie gemacht. Die lag immer irgendwo unten zwischen meinen Zähnen, weil sie oben keinen Platz hatte. Aber ich habe oben inzwischen zwar nicht wahnsinnig viel Platz gewonnen, aber ich habe Platz gewonnen und meine Zunge legt sich wieder automatisch in den Oberkiefer. Ich habe das Gefühl, dass sie noch ein bisschen zu groß ist, also ragt noch so ein bisschen über die Schneidezähne raus, aber sie macht es trotzdem automatisch. Das ist ganz interessant, auch so beim Schlafen und so. Dann sind halt die Zähne immer noch ein bisschen stehen, ein bisschen eng. Wieder. Aber das ist jetzt weiter vorgekommen. Und dann habe ich immer die Abdrücke von den ersten Prämolaren auf meiner Zunge so ein bisschen, aber die Zunge macht das, der gefällt das inzwischen in meinem Oberkiefer. Das ist sehr angenehm auch irgendwie. Das ist ein angenehmes Gefühl. Vorher habe ich immer nur mit der Zungenspitze entweder vorne an die Schneidezähne getippt oder eben meine Zunge lag irgendwie quer zwischen den Zähnen, an den Zähnen dran so, oder am Unterkiefer. Aber jetzt hat sie ihren Platz gefunden. Das finde ich toll. Ja, genau, zum gewonnenen Platz, den kann ich euch zeigen. Ich habe da seht ihr das. Auf der einen Seite habe ich mehr Platz gewonnen als auf der anderen Seite. Das ist auch normal, dass sich das irgendwie bei den meisten Leuten ein bisschen asymmetrisch entwickelt. Und ich kann es auch gut nachvollziehen, weil auf der Seite habe ich weniger Platz. Also da brauche ich mehr. Und da entsteht auch mehr. Wie auch immer es alles funktioniert, keine Ahnung, es funktioniert. Irgendwie. Ja. Was ich jetzt beobachtet habe, was mir mal vorübergehend Sorgen gemacht hat, aber dann habe ich da im schlauen Facebook-Forum nachgefragt und das ist wohl normal und nicht schlimm, dass sich die ersten Prämolaren, also der da und der da, die haben sich ein Stück nach unten bewegt. Und das ist auch logisch, weil da ist kein Kontakt drauf, weil die Kontakte mit den Aufbauten hinten sind erst auf den Zähnen weiter hinten. Und dann haben die keinen Kontakt und auch durch den Druck, der hinten auf den Zähnen dahinter ist, wohl bewegen die sich ein Stück nach unten, aber die können wohl nicht weiter als bis zu einem bestimmten Punkt, weil die ja in der Schiene mit eingebunden sind. Und das wird dann nachher im zweiten Schritt mit dem Controlled Arch wieder korrigiert. Und ja, genau. Hat mir Sorge gemacht, aber als sie dann alle schrieben, ja, ist normal und Fotos gepostet haben davon von anderen, wo es auch so aussah, ich dachte, okay, alles klar. Ja, zwischendurch, also ich war ja vor 3 Wochen ungefähr, 3 Wochen und 2 Tagen, war ich in Heidelberg beim Verstellen, also zum ersten Mal wurde die Schiene verstellt. Ich dachte, das wird dann wieder die ersten Tage unangenehm und irgendwie so einen Druck geben, aber ich habe eigentlich überhaupt nichts gemerkt nach dem Verstellen. Gar nichts. Aber bei dem Termin hat er an dem einen Aufbauten von was abgeschliffen und ich glaube, es war zu viel. Und auf jeden Fall habe ich dann über die nächste Woche fiese Kopfschmerzen entwickelt.
Also ich habe mir ja selber den schön eingeschliffen gehabt und war eigentlich sehr zufrieden und er hat dann ein bisschen viel abgeschnitten. Und dann kam, glaube ich, auch noch dazu, dass dadurch, dass mein Unterkiefer nach vorn kommt, hatte ich hinten auf dem Aufbauten keinen Kontakt mehr. Und das hat das Ganze aus dem Gleichgewicht gebracht. Und dann habe ich Kopfschmerzen gekriegt. Ich weiß inzwischen schon, bei welchem Aufbauten was nicht stimmt, wenn ich wo Kopfschmerzen kriege. Also wenn bei den Aufbauten weiter vorne was nicht stimmt, kriege ich hier Kopfschmerzen. Und wenn bei den hinteren Aufbauten was nicht stimmt, kriege ich hinten Kopfschmerzen. Ja, dann bin ich also eine Woche später, weil es war nicht mehr auszuhalten, ich bin dann nachts aufgewacht vor fiesesten Kopfschmerzen hier hinten, da wo der Aufbaute keinen Kontakt mehr hatte. Hier hinten und ganzer Kopf aufgewacht nachts und konnte nicht mehr schlafen. Dann irgendwie so auf meinem Dreieckskissen gelegen, was ich habe, um das zu entlasten. Und dann habe ich mir wieder aus meiner Schwimmnudel was gebastelt, um mein Biss so auszugleichen. Und damit habe ich dann die paar Tage bis zum nächsten Termin, den ich dann notfallweise gemacht habe, ausgehalten. Und dann wurden die Aufbauten alle nochmal neu gemacht, also nicht komplett runter und wieder rauf, sondern nur angeschliffen und ein bisschen was draufgesetzt und dann eingeschliffen. Und ja, seitdem ist es wieder gut. Ich habe ihn jetzt nicht so viel Feinschliff machen lassen, weil ich gemerkt habe, das kann ich besser, das fühle ich besser. Also ich habe ihn so dran schleifen lassen, bis es okay sich angefühlt hat. Und so die Feinheiten, die merke ich erst mit der Zeit, so beim Kauen. Und wenn ich schlafe, dann gibt es manchmal so ein Gefühl, dass ich merke, da ist zu viel, da tut der Zahn weh, wenn ich schlafe und da immer die Zähne zusammen sind. Also mache ich mir das lieber selber, den Feinschliff. Ja, aber ich bin dann... Es hat irgendwie ungefähr eine Woche gedauert, bis die Kopfschmerzen wieder ganz weg waren. Also es hat eine Woche gebraucht, um so richtig zu kommen und auch eine Woche zu gehen. Aber jetzt ist wieder gut. Also jetzt passt es wieder. Manchmal merke ich noch, der Kiefer kommt hier wieder ein Stück nach vorne, stört da was, aber so insgesamt ist es jetzt wieder im Lot. Nächsten Verstelltermin habe ich erst Ende Oktober. Am Anfang hieß es immer einmal im Monat, aber ich bin eigentlich nicht böse, dass die Abstände größer sind, weil es ist, glaube ich, besser, wenn es eher langsamer geht, als wenn man zu schnell das Wachstum forciert. Da gibt es ja den einen im Englischen, der da seine Geschichte dokumentiert hat und der hatte dann an einem bestimmten Punkt, dass die Zähne so ein bisschen gekippt sind, die Schneidezähne. Und das liegt wohl daran, wenn man zu schnell vorangeht. Also es ist für mich so völlig okay, das Tempo, was ich jetzt habe. Ja, bin ich mal gespannt, wie sich es weiterentwickelt. Meine Zunge wird sicherlich noch mehr Platz kriegen, was angenehm sein wird. Der Platz zur Seite hin, der wird dann erst im zweiten Schritt entstehen. Aber nach vorne hin Platz zu haben, ist auch schon mal erstmal richtig gut. Ja, nach wie vor stören mich natürlich ja die Drähte, mal mehr, mal weniger. Und nachts schlafe ich da mit meinen Schwimmnudelstreifen drin und damit ist es eigentlich okay. Und beim Kauen, naja, nicht alles kaut sich toll. Also so ein Grillabend ist nicht so das Highlight, was es sonst ist, weil man hat halt echt nicht so leicht, das zu kauen mit den Aufbauten. Aber da muss ich durch und irgendwann habe ich auch wieder meine Kauflächen. Ja, das war das Update nach 2 Monaten AGA. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!